So, Leute, wir haben heute den 3. Februar und es ist wieder soweit, Leute. Geht wieder los. Geht wieder los. Da im Hintergrund ein Auto. Fahrerlaubnisse sind auch zurückgekehrt. Und wer es nicht mitbekommen hat, bin ein Stück zu schnell gefahren. Eigentlich so ein bisschen verträumt zu schnell gefahren. Wisst ihr, wie ich meine? Naja, jetzt geht los. Ich habe heute Morgen schon zu Lisa gesagt, jetzt kann ich endlich mal wieder fahren zum Acker, wenn ich das möchte. Und dann legen wir los. Wir haben hier den Direktsaat Raps in Begleitkultur. Und ja, sorry, dass ich das nicht früher schon mit euch aufgenommen habe. Hätten wir schon mal im Herbst machen müssen. Wer fährt denn da hinten wieder mit dem Motocross wie ein Wahnsinniger? Aber es ist, wie es ist. Ich kann euch aber erzählen, was ich erstmal beobachtet habe. Grundsätzlich gilt hier zu sagen, auf diesem Stück, was ihr hier gerade seht, habe ich nur Totalherbizid gefahren und eine Gräserbehandlung. Wir haben hier ja die Begleitkulturen gehabt und ich habe hier kein Insektizid angewandt. Ja genau, kein Insektizid, kein Fungizid, gar nichts. Und ja, eine Gräserbehandlung, wie man sieht, eine würde noch folgen. Wir haben hier noch Gräser und wir haben hier auch noch Kräuter drin, wenn auch sehr wenig. Hier ein bisschen Stiefmütterchen. Alles im Allen ist es relativ sauber. Ich kann euch sagen zum Feldaufgang, was man auch hier sieht, zwischendurch mal beim Drübergehen. Hier gibt es ein paar Probleme. Hier zum Beispiel die Feldmaus. Das müssen wir im Auge behalten. Ihr seht, ne, die Stelle, die hier weg ist. Das ist so ein Punkt von der Direktsaat. Da muss man bei den Feldmäusen wirklich aufpassen. Das heißt, wir müssen hier die nächsten Tage mal rübergehen mit so einer Mausepistole. Und ja, die heißen so, weil die so halt schussweise diese Mausepellets halt abgeben, damit man die ein bisschen bekämpfen kann. Im Striptill war es ein bisschen weniger so ein Problem. Wahrscheinlich auch, weil man trotzdem einmal rüberrollt und durchschneidet und vielleicht hat man die eine oder andere Maus mal verschüttet. Was aber auffällt, es ist relativ homogen. Gut, wir kommen jetzt hier auch aus dem Vorgewendekreis raus, müssen da auch mal ein bisschen im Bestand richtig reingehen. Und das ist relativ homogen. Wichtig ist, dass überall Pflanzen sind, dass die Verteilung gleichmäßig ist, weil dann kann der Raps auch gut kompensieren, wenn da mal was schief geht. Wenn jetzt, sag ich mal, größere Bereiche was fehlt, dann ist es natürlich blöd. Im Gesamten muss man sagen, der hat jetzt mal ein bisschen Blattwerk verloren. Sieht der ganz gut aus. Für einen Drillraps sieht der gut aus, ja? Der ist gleichmäßig, überall sind Pflanzen da und wir buddeln gleich mal eine aus. Die sehen auch relativ gut und kräftig aus. In dem Vergleich zu dem Striptill Einzelkornraps sind da noch Welten zwischen. Also ja, Direktsaat hat erstmal gut geklappt, muss man auch sagen. Ist das erste Mal Direktsaat mit dem Raps für mich. Dann natürlich ist der Acker jetzt noch nicht ewig Direktsaat. Das heißt, ja, das Bodengefüge wird noch ein bisschen anders sein. Und ich muss natürlich auch üben bei dem Ganzen. Deswegen erstmal die Beurteilung für den Drillraps, für die gedrillte Bestände, die sehen alle ungefähr so aus hier in der Gegend. Was hier ganz okay war, der ist nicht so extrem überwachsen. Durch den milden Herbst waren die Bestände doch sehr überwachsen im Raps. Aber Junge, aber gar nicht schlimm. Im Prinzip schöne kräftige Pflanzen sind immer gut. Aber das hat er nun nicht, weil man hat ja im Herbst nicht diese krasse Mineralisation des Rapses, ne? Also beziehungsweise des Bodens. Dadurch, dass wir keine Bodenbearbeitung machen, setzen wir ja nicht im Prinzip Stickstoff frei. Das hat Vorteile, hat aber auch Nachteile bei der Jugendentwicklung. Deswegen haben wir hier mit einem Unterfußdünger gearbeitet. Aber wenn wir jetzt hier gucken, Begleitkultur, da gibt es so viel zu sagen, Leute. Begleitkulturen, die sind alle weggefroren. Hier sind nochmal wieder Mäuse. Seht ihr das? Man muss dann natürlich weiter beobachten, wie viele Mauselöcher sind noch intakt und wie viel nicht. Was ich zum Beispiel letztes Jahr da drüben, hinter dem neuen Stall, was ich da im Weizen vermerkt habe, war so, dass viele dann doch über Winter und so weggefressen werden von den Mäusen und die Löcher sind im Frühjahr gar nicht mehr intakt. So, die Begleitkulturen sind weggefroren. Das ist schon mal ziemlich gut, die waren aber auch nicht ultra krass üppig. Das heißt, ja, der Bestand war gut geschlossen jetzt hier im Herbst, aber das war nicht so, wie man sich das vorstellt, da das so eine riesen Matte ist. Ich habe mich mit 1, 2 Leuten unterhalten, die das machen, auch schon 2, 3 Jahre. Und die haben gesagt, der Schlüssel bei dem Ganzen ist, extrem früh das Ganze zu drillen. Die drillen tatsächlich Anfang August
den Raps mit der Begleitkultur, damit du möglichst viel Vegetation hast. Auf dieser Fläche muss man sagen, wäre es gar nicht viel früher gegangen. Wir haben hier, glaube ich, 4 Tage vorher gedroschen. Auf der anderen Fläche mit der Gerste wäre es natürlich früher gegangen. Muss man im Hinterkopf behalten, wenn wir das, ich denke, wir machen das auch weiter, weil es gibt erstmal keinen Punkt, außer die Kosten. Das kostet natürlich mehr, warum man sagt, muss man nicht mehr machen, weil in erster Linie der Bestand hat sich gut entwickelt. Wie man ja sieht, es ist homogen. Klar gucken jetzt die Stoppeln durch und täuschen auch so ein bisschen in dem Bild. Aber wichtig ist, überall sind Pflanzen da. So, jetzt aber mal endlich einen Spatenstich. Hier einfach mal, ich will ja nicht immer hier Cherrypicking machen. Ach ja, da wo wir stehen, los. Da war ein Stein. So, ich gehe auch davon aus, dass die Wurzel nicht sehr pfahlwurzelartig ausgebildet ist. Also ich denke, die hat auch ein paar Verzweigungen. Ja, so wie man das hier sieht, das war zu erwarten in der Direktsaat, weil der Boden halt noch nicht so ist, dass die Pfahlwurzel extrem nach unten schießen kann. Das ist ein Nachteil, aber das war auch so zu erwarten. Was man hier sieht, diese weißen Wurzeln, zeigt, dass die Vegetation bereits aktiv ist. Das heißt, die Pflanzen wachsen schon wieder. Das ist jetzt auch ganz wichtig für den nächsten Punkt Düngung, da kommen wir gleich dazu. Aber man sieht hier natürlich, ich meine, kann jetzt auch durch den Stein hervorgerufen sein, da ist die Pfahlwurzel nicht ausgeprägt. Und wir wollen eigentlich eine ausgeprägte Pfahlwurzel. Aber ich glaube, Raps ist sowieso schwierig. Gut, der ging hier sehr einfach durch. Bodengefüge sieht noch ein bisschen kantig aus. Natürlich ist das erste Jahr Direktsaat, kann ein bisschen besser sein. Aber auch hier keine Pfahlwurzel. Das war im Prinzip zu erwarten. Vielleicht soll ich mal sagen, meine Erwartung von diesen Raps sind keine Rekorderträge. Ich denke, in erster Linie wird er doch hinter einem Striptil-Raps hinterherhängen, weil aus pflanzenbaulicher Sicht, nur von der Pflanze betrachtet, ist es von Vorteil, den Boden zu lockern. Dann hat er die Nährstoffe, die Platzierung der Nährstoffe unten drunter, gerade auch im Mikronährstoffbereich, was wir mit Gerste machen, ist ein Riesenvorteil. Deswegen denke ich, der wird hinterher liegen. Ich lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren. Das heißt, der hat natürlich auch hier ein paar Vorteile mit der Beschattung. Ja, im Prinzip mit dem Bodenleben an sich. Das wird ja irgendwann aktiver werden. Die Frage ist nur, wann das zum Tragen kommt. Ja, das heißt, er wird ja auch Vorteile haben gegenüber Wasserverfügbarkeit. Wie lange kann er jetzt letztendlich Wasser halten? Hat er 1-2 Tage vielleicht länger Wasser, was in meiner Region ja auch letztendlich eine große Ertragsbildung hat? Wie lange hat man 10, 20 Liter Wasser mehr? Wie effektiv kommt das Wasser, vielleicht wenn größere Menge kommt, direkt in den Boden, ist pflanzenverfügbar, als dass es oben in den ersten Zentimeter bleibt und verdunstet wieder in den nächsten 2 Tagen. All das spielt ja eine Rolle. Das heißt, auf einem Hochertragsstandort ist es sicherlich interessanter, alles das zu machen, was die Pflanze möchte, so ne? Von der tiefen Lockerung, von der Nährstoffgabe unten drunter. Aber auf einem Ertragsstandort, wie ich es bin, und habe diese leichten Böden, kann auch ein anderer Punkt entscheidend für die Ertragsbildung sein. Das heißt vielleicht aus pflanzlicher Sicht, okay, haben wir jetzt vielleicht nicht die tiefe Durchwurzelung, noch nicht diese Pfahlwurzel, aber wir haben vielleicht Vorteile innerhalb der Blüte. Das sind alles Punkte, die muss man berücksichtigen und daraus muss man einfach Erfahrung machen, Leute. Ich kenne hier keinen in meiner Gegend, der hier schon mal Direktsaat-Raps gemacht hat, im Unmittelbar. Ich habe nur den von Matze gesehen und Matze hat auch 4-5 Tonnen geerntet. Von daher ist es ja möglich. Hat aber auch einen besseren Standort. Ja, gucken wir uns die nochmal an. Na, die sieht schon besser aus. Die ist schon schön ausgebildet. Aber ihr seht, weiße Wurzeln. Das heißt, die Vegetation ist in Gang. Es geht wieder los. Und was heißt das? Das heißt, im Prinzip muss man natürlich jetzt nach dem Wetter gucken. Ist der Boden vernünftig aufnahmefähig? Und Direktsaat, Leute, der Boden ist nahezu immer befahrbar. Auch hier seht ihr selber mit den ganzen Niederschlägen. Der zieht wunderbar ab, das Wasser, da kann man drauf fahren, auch mit Geraste. Geraste gebe ich im Raps nicht, aus zweierlei Gründen. Einmal, die Fahrspuren passen nicht zu meiner Fahrgasse, ja, das war mir im Vorfeld klar. Ich gehe aber eigentlich immer davon aus, dass ich Geraste schon im Herbst gebe für die Jugendentwicklung. Das heißt, Striptil haben wir ja nun nicht gemacht, hier aus zeitlichen Gründen. Direktsaat war mal ein Versuch wert. Ich gehe aber davon aus, dass wir ab dieses Jahr wieder das Ganze im Striptil fahren, weil ich das einfach für die bessere Variante halte. Kann mich aber auch noch dieses Jahr ändern, wie sich das Ganze hier entwickeln wird. Dann zum nächsten Punkt,
die N-Aufnahmekurve passt nicht richtig gut zusammen mit der N-Freisetzungskurve. Das heißt, auch wenn wir jetzt relativ früh Geraste fahren und Geraste müssen eigentlich in meiner Region früh gefahren werden, die N-Effizienz steigt mit Richtung Hauptvegetationspunkt, Hauptaufnahme. Das heißt, je später wir da kommen, desto höher ist die N-Effizienz. Es spielt aber dabei die Rolle, wie viel Wasser ist da gegeben, wie gut kommt das in den Boden. Und jetzt ist es ja so, bei mir fängt es ja ab März manchmal nicht mehr, oder regnet es ja ab März ja nicht mehr richtig. Das heißt, ich brauche schon mal Wasser, damit das Geras in den Boden spült. Damit die Nährstoffe dort verfügbar sind und dann aufgenommen werden können. Ja? Das heißt, ich habe auch im kalten Wetter weniger Verluste. Das geht besser in den Boden, als wenn ich nachher Mitte März fahre. Gut, Mitte März wäre bei Raps sowieso schon zu spät. Als wenn ich Mitte März fahre und das bleibt nachher oben drauf liegen als so eine vertrocknete Wurst. Ja, das bringt mich nicht wirklich weiter. Deswegen auf meinem Standort frühe Geraste sind einfach der Gamechanger über die letzten Jahre gewesen, weil wir besser in den Boden bekommen und Pflanzen verfügbar kommen. Und wir haben dieses eiskalte Wetter, was diese Nährstoffeffizienz in der Richtung nach vorne bringt. Aber es ist ja so, dass der Raps sich relativ schnell und relativ früh mit Stickstoff vollpumpt und daraus dann zehrt. Das heißt, der lagert nur noch im Laufe der Vegetation. Ja? Also bis zur Blüte hat er eigentlich nahezu alles aufgenommen und dann lagert der nur noch um. Und bedenkt mal, Ende April ist schon die Blüte und die Gerasfreisetzung kommt erst Ende April, Anfang Mai. Klar, wir haben erst eine Ammoniumernährung und ab 8 Grad Bodentemperatur würde das dann in Nitrat umgewandelt werden. Aber selbst bei der Ammoniumernährung passt das nicht richtig zusammen mit der Hauptaufnahme, weil Geras ist da wirklich Träger, das kann man nicht richtig mit einem Ammoniumdünger vergleichen. Deswegen habe ich über die Jahre festgestellt, das bringt keinen großen Mehrwert. Das heißt, auch in den Jahren, wo ich mal im Frühjahr 20, 30 Kubik gefahren habe, habe ich festgestellt, das ist genauso effektiv, als wenn man nur im Herbst fährt. Also da konnte man ja auch noch mehr im Herbst fahren, gab ja viele verschiedene Jahre und ist genauso effektiv, als wenn man nur im Herbst fährt und dann im Frühjahr nur noch mineralisch macht. Das hat im Prinzip denselben Effekt gebracht und deswegen bin ich da der Meinung. Wenn man Geraste fahren möchte und will, würde ich aber tendenziell nicht mehr als 10, 15 Kubik fahren, weil aus meiner Erfahrung bringt es nicht mehr. Es kann natürlich sein, dass Leute Hochertragsstandorte haben, wo der 5, 6 Tonnen bringt der Raps und ständig Wasser, da kann das einen Unterschied machen. Ja, absolut. Also da kann das natürlich was machen, aber auf meinem Standort ist das meine Erfahrung, die ich jetzt mit euch teile. So, dann ist das Wichtigste, am Anfang ist gar nicht die Stickstoffversorgung, denn wir haben ja meistens unsere 30, 40, 50 N mineralisierte drin, die wir über die Bodenproben feststellen. Das heißt, Stickstoff ist ja da, aber die Schwefelmineralisation, die kommt deutlich später zum Tragen. Das heißt, anfangs haben wir Stickstoff im Boden und zum Stickstoffaufnahme brauchen wir auch immer Schwefel. Und wenn wir jetzt anfangs keinen Schwefel zur Verfügung haben, dann bringt uns der Stickstoff im Boden nichts. Das heißt, am Anfang Schwefelversorgung weitaus wichtiger. Jetzt hat sich das bewährt in der Vergangenheit, und so mache ich das eigentlich auch, schon mal die Mikronährstoffe relativ früh raufzufahren. Entweder fahren wir natürlich jetzt schon Dünger mit Schwefelanteil oder wir sagen, okay, wir fahren jetzt hier relativ früh schon Mikronährstoffe rein und nehmen dabei zum Beispiel Bittersalz mit. Also ich würde jetzt am Anfang, bei mir mache ich es persönlich so, wie ihr das macht, ist ja eure Sache. Also ich mache es so, ich nehme am Anfang Bittersalz mit, habe dann Schwefel und Magnesium, gehe mit Bor rein, mit Mangan rein und ein bisschen Stickstoff fürs Blatt. So, dann habe ich relativ früh sozusagen eine Versorgung und dann kann ich das Ganze mit Dünger entsprechend nochmal, mit Mineraldünger nochmal entsprechend aufbauen. Schwefel, wie gesagt, ganz wichtig für die N-Aufnahme. Also es ist eklatant, ohne Schwefel haben wir gar keine richtige Stickstoffaufnahme. Das ist super wichtig, gerade im Raps ist das eine sehr schwefelliebende Kultur, das ist super wichtig. Und danach kommt zum Beispiel bei mir ein Piasan S, das heißt ein Schwefel mit Stickstoffdünger, ein Stickstoff mit Schwefeldünger von der Konzentration her. Und dann ist zu beachten, die Mangan- und Eisenaufnahme, der Mikronährstoff, der ist tatsächlich von allen Mikronährstoffen ist es die höchste Aufnahme im Raps. Das heißt, von allen Mikronährstoffen brauchen wir Mangan und Eisen am meisten. Mangan ist so der Punkt, hat man sandigen, leichten Standort, der vielleicht noch sehr locker ist, dann haben wir im frühen Stadium auch keine gute Manganversorgung. Das sieht man bei der Gerste hauptsächlich sehr doll. Aber beim Raps ist es auch wichtig, sieht man aber meistens optisch gar nicht. Beim Bor ist es genauso. Bor ist noch wichtig für die Knospenbildung, für die Fruchtkörperbildung, für die Blütenbildung. Muss auch relativ früh schon versorgt werden, kann aber auch so ein bisschen mit der Vegetation gegeben werden. Das heißt, man gibt im Herbst was, ich gebe jetzt was im Frühjahr und dann fahre ich irgendwann noch mal zur Schossergabe vielleicht durch.
und nimm dann nochmal Bohr mit oder mach das vorher mit einer Insektizidbehandlung oder. Da gibt es verschiedene Varianten, aber Bohr darf man auch nicht außer Acht lassen. Eisen ist so eine Sache, hat man eisenhaltiges Wasser, wie viele Nährstoffe sind da drin, führt man das über Gärreste zu, muss man beobachten. Das Beste ist, im Prinzip, man macht eine Pflanzenanalyse und guckt sich das Ganze an. Im Prinzip, wie gut sind die Pflanzen versorgt. Man schneidet Pflanzen ab, schickt die ein und lässt sie analysieren auf Mikronährstoffe. Und dann hat man ein genaues Bild und weiß mal, was man düngen muss. Das hat man über die Jahre ein bisschen gemacht. Und ich mache das nach wie vor immer wieder. Und dann hat man so ein Feedback über das, was die Pflanzen so brauchen, über das, was sie im Frühjahr brauchen. Und deswegen ist meine Strategie meistens oft so, ich gebe jetzt Mikronährstoffe rauf, weil ich ja ungefähr weiß, dass ein Mangel auftreten wird auf meinen Böden. Und dann kontrolliere ich das nochmal nach zur späteren Vegetation. Kann dann nochmal was nachgeben oder ich habe es halt als Feedback für die nächsten Jahre. Genau, so viel ist erstmal dazu wichtig. Das sollte man im Auge behalten. So, gucken wir uns das nochmal an. Aber im Allen sieht er wirklich gut entwickelt aus. Wir haben schöne große Pflanzen. Den müssen wir jetzt auch wirklich zeitnah gut versorgen. Das muss man auch im Hinterkopf behalten, denn Direktsaatbestände haben natürlich eine deutlich spätere Mineralisation, weil der Boden nicht bewegt wurde. Ja, hier haben wir auch weiße Wurzeln, Vegetation ist in Gang. Die Pfahlwurzel sieht ganz okay aus, die ist auch ein bisschen gekrümmt, aber die Pflanzen an sich sehen ja gut aus. So viel dazu. Wir fahren jetzt nochmal rüber zu der anderen Variante, dem Planting Green Raps quasi, den ich in die Zwischenfrucht reingedrillt habe, und gucken uns den nochmal an. Also Fazit hier erstmal, nächste Woche Mikronährstoffe, kommt drauf an, es soll die ganze nächste Woche stürmen und regnen. Ich fahre die Mikronährstoffe natürlich mit der Spritze rein und eine relativ feine Düse, damit ich eine gute Benetzung auf dem Blatt erhalte. Das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn man das unabhängig von Pflanzenschutzmitteln fährt. Das heißt, man kann doch eine Nummer feinere Düse nehmen, um eine bessere Tröpfchenbildung auf den Pflanzen zu haben, um da die Blattaufnahmen so ein bisschen deutlich zu verbessern. Und man kann den auch mal ein bisschen bei Wind fahren. Natürlich soll das immer da landen, wo es ist. Aber wir bringen natürlich keinen Pflanzenschutz aus. Und dadurch haben wir einfach ein paar Vorteile. Man kann das natürlich auch mit Pflanzenschutz kombinieren. Muss man aber beachten, viele Mikronährstoffe können die Wirksamkeit von Pflanzenschutz herabsetzen. Da muss man das wirklich auch den pH-Wert im Auge behalten. Man könnte das auch im Flüssigdünger mit reinnehmen. Dann ist es aber eigentlich der komplette Gegenteil. Flüssigdünger machen wir mit einer Tröpfchendüse oder mit einer Tropfendüse. Das heißt, wir wollen große Tropfen, die auf dem Boden landen und dann aufgenommen werden können. Bei der Mikronährstoffdüngung wollen wir ja genau das Gegenteil. Wir wollen feine Tropfen, die auf den Blättern landen. Ja, genau. Also Pflanzenschutz bis auf jetzt eine Gräserbehandlung im Herbst habe ich hier jetzt noch weiter gar nichts gemacht. Also Totalherbizid, 480 Gramm. Dann eine Gräserbehandlung und das war's. Also keine anderen Mittel, kein Bodenherbizid, nix. Und jetzt würde ich im Prinzip einmal ein Gräserherbizid noch fahren und dann eine Behandlung noch gegen andere Kräuter machen, sodass ich im Prinzip, hier sieht man auch eine Kamille, sodass ich die wegbekomme und den Bestand sauber bekomme. Und das würde ich auch relativ zeitnah machen, sobald die Vegetation losgeht. Ja, weil jetzt ist der Bestand noch relativ offen. Das heißt, viel von der Bodenfläche zeigt sich und ich kann dann auch viele von den Kräutern treffen, was natürlich sehr wichtig ist. Bei der Novak muss man sagen, das ist ja mit der Novak hier gedrillt worden. Und da muss man auch sagen, auch da, wo die anderen Direktsaatmaschinen ihre Schwäche haben, hat die das auch. Ja? Das heißt, was mir auch aufgefallen ist, wenn man mal ein paar Wellen oder Bodenwellen hat, wo zum Beispiel der Boden sehr leicht ist, wo man gar keine Überfahrt dieses Jahr hatte, dann legt sie da auch deutlich tiefer ab. Also legt da tiefer ab, was zu einer schlechteren Entwicklung bei den Pflanzen führt. Und auch wenn man so dieses alte Strohschwatt hat, was noch so am Boden liegt, dann kommt sie da auch schlecht durch. Das mit dem Strohschwatt, das werde ich mal dieses Jahr, denke ich mal, mit einem Striegel bekämpfen. Ich habe da schon beim Nachbarbetrieb einen gesehen. Ich denke mal, den kann ich da einfach mal mitnutzen. Und dann hätte ich das Problem schon mal nicht. Aber so, dass wir erstmal die Beobachtung
mit der Novak in den ersten Tagen. Wie gesagt, und die Verteilung ist natürlich keine Einzelkorn. Das heißt, wir haben manchmal mehr Pflanzen auf dem Quadratmeter und manchmal weniger, weil es einfach eine Drillmaschine ist. Ne? Ist ja was komplett anderes als eine Einzelkorn. Gut, soweit, Leute. Bis später. So, jetzt haben wir hier den anderen Raps, auch in Direktsaat nach Gerste. Dann kam eine Zwischenfrucht und nach einem Monat sozusagen in der Zwischenfrucht haben wir den Raps reingedrillt. Fürs Auge ganz geil, aber kostentechnisch würde ich das nicht mehr so machen, weil die Zwischenfrucht kostet natürlich einen Haufen Geld. Und wie gesagt, würde ich einfach nicht mehr machen, denn das kostet zu viel Geld. Und in meinem Raum im Norden haben wir zu wenig Vegetationszeit, sodass die Zwischenfrucht sich da gut etablieren kann für ein Planting Green. Vielleicht ein GPS-Roggen, Zwischenfrucht, dann Raps wäre eine andere Variante. Hier ist das, was ich vorhin meinte. Auch in vielen Stroh, was man hier so sieht, ist die Novak auch nicht... ja gut, irgendwann hat jede Maschine ihre Grenzen, aber ist sie jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, da ist jetzt ein Rapskorn durchgegangen. Hier ist Folgendes passiert. Also wir haben die Zwischenfrucht gehabt, dann bin ich hier einmal mit einem Totalherbizid rübergefahren. Und dann war es das. Ich habe hier gar nichts weiter gemacht im Herbst. Ich habe hier einmal noch Bohr raufgefahren, also nur Bohr, gar nichts weiter. Anfangs war die Gerste, die man hier sieht, gar nicht da. Das heißt, wir haben sehr, sehr lange auch Ruhe gehabt. Denn dadurch, dass wir ja die Gerste hatten, die kam dann schon mal im Keim in der Zwischenfrucht. Die haben wir ja dann letztendlich einmal beseitigt und haben dann den Raps reingedrillt. Dann war es ja relativ lange trocken, könnt ihr euch erinnern. Im September hat es ja kaum hier geregnet, sodass der Raps ziemlich lange ziemlich sauber war. Dann kam das Wasser und dann kam sozusagen ja nochmal eine Welle von Gräsern. Jetzt war das aber so, dass der Raps sich dann schon relativ doll beschattet. Das heißt, der bedeckt ja schon viel. Der sieht ja jetzt nicht so aus wie jetzt im Herbst. Hier ist zum Beispiel eine Fahrgasse. Der sieht ja nicht aus wie jetzt im Herbst, sondern überdeckt alles. Und damit haben wir die Chance eigentlich vertan, alle Gräser gut zu treffen. Beziehungsweise alle Gersten hier, die man hier sieht. Und deshalb, weil ich letztes Jahr auch, man hat ja meistens nochmal sowieso eine Welle von Gräsern, die vielleicht nochmal im Frühjahr kommt oder im Herbst kommt. Deswegen macht man ja im Winter oder im Frühjahr nochmal was gegen Gräser. Und weil ich ja gedacht habe, okay, du fährst ja im Frühjahr nochmal rein, dann sitzt du die Sache jetzt einfach aus. Ja, weil du willst ja sowieso nur, sag ich mal, 60% treffen, vielleicht 70. Aber für die anderen 30 müsstest du nochmal reinfahren. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, im Winter klafft der Bestand ja nochmal wieder auf. Und dann fahre ich dazwischen. Und das mache ich jetzt, sobald das jetzt die Witterung entsprechend ein bisschen zulässt, fahre ich hier mit dem Gräsermittel rein. Auch das Getreide muss natürlich anfangen zu wachsen, damit die Mittel richtig abgebaut werden nicht. Aber die müssen ja natürlich aufgenommen werden und entsprechend umgewandelt werden, damit da was passiert. Deswegen warte ich da noch ein bisschen, aber doch relativ früh. Und dann haue ich die Gräser im Prinzip weg. Und dann geht es voran. Was man hier aber sieht, Feldmäuse. Ne, das ist gar keine Feldmaus. Die Löcher sind nur gebuddelt. Da ist aber Feldmaus. Feldmaus, auch hier. Problem. Da hätten wir vielleicht im Herbst noch mal ein bisschen was machen müssen. Da hätten wir das vielleicht noch mal beobachten müssen. Aber was man hier in dem Bestand so ein bisschen sieht, wir haben hier so ganze Reihen mit Spuren, wo der Aufgang schlechter war. Hier war... Man muss mal gucken. Genau, das ist unsere Arbeitsrichtung. Und gedrillt wurde der Raps auch in diese Richtung. Das heißt, hier in diesen Spuren, und das ist keine Fahrgasse, in diesen Spuren haben wir einen schlechteren Aufgang. Und das ist deutlich. Ja, was wir hier sehen, das ist hier deutlich schlechter gelungen als zum Beispiel nebenan. Also ich vermute, ist es entweder die Zwischenfrucht gewesen, das ganze Material an der Oberfläche. Hier ist jetzt eine Fahrgasse, aber auch hier haben wir zum Beispiel Bereiche, wo wir zu wenig Rapspflanzen haben. Das ist jetzt, wenn man das so betrachtet, nicht wirklich überzeugend. Hier haben wir wieder Feldmäuse, ist ein Problem. Das müssen wir wirklich im Auge behalten. Und die Genauigkeit bzw. die Verteilung, hier so eine Nester, sind natürlich blöd. Auch hier, solche Nester sind blöd, weil die kosten richtig Ertrag. Hier ist eine einzige Pflanze und da wäre noch eine, die das ein bisschen kompensieren können. Aber das war es dann schon und das ist einfach zu wenig. Wir brauchen wirklich
ich sag mal, wenigstens 15 Pflanzen auf einen Quadratmeter, damit wir da wirklich gut kompensieren können. Ich muss natürlich auch ein bisschen Erfahrung sammeln hier mit Direktsaat. Aber das hier, was ich hier zum Beispiel sehe, ist so grundlegend, so war auch der Feldaufgang. Das heißt, die Pflanzen, die hier fehlen, die haben auch im Herbst schon gefehlt. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist in diesem Bestand, aber das war gar nicht nebenan, wir hatten hier so ein bisschen Probleme mit Taubenfraß. Das heißt, ja, die Tauben haben das so ein bisschen rausgezuppelt, so nesterweise. Wir stehen jetzt hier auch genau auf der Sandkuppe. Man muss natürlich den gesamten Bestand nachher sehen. Man muss dann natürlich auch sehen, wie sich das nachher später entwickeln wird. Aber er ist sehr lückenhaft, der Bestand. Und hier gefällt er mir nicht gut. Also nebenan sieht top aus, die Fläche ist ja da. Aber hier auf der Sandkuppe sieht es nicht optimal aus. Vielleicht ist es auch hier nur vorne wirklich auf der Sandkuppe und hier vorne weiter wird es besser. Wir müssen natürlich sehen, wie sich der Bestand nachher entwickeln wird. Wir müssen natürlich jetzt erstmal alles machen, dass die Pflanzen, die da sind, sich auch weiter gut entwickeln werden. Das heißt, die Gräserbehandlung, die muss jetzt auch wirklich zügig kommen, damit die keine Nährstoffe klauen, dann Nährstoffe rauf, damit der Raps auch richtig Gas geben kann. Aber auch hier würde ich sagen, die Ertragserwartung ist hier nicht über 3 Tonnen. Was natürlich gut auf dem Boden hier eh nicht viel mehr drin ist. Aber beobachten. Beobachten, beobachten, beobachten. Hier fehlen, wie gesagt, hier fehlen viele Pflanzen. Und ich kann mir auch nicht so richtig erklären, warum es. Also es ist auch so, dass mir aufgefallen ist, dass es teilweise reihenweise nicht raufkam. Von Reihe zu Reihe. Stroh wurde ja auch abgefahren. War zum Teil schon ein bisschen mürber. Ja, Ursachenforschung, Leute. Woran fragt man sich? Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Ja, wenn man hier zum Beispiel guckt, hier diese Reihen. Hier war die Reihe so durch und das ist mir auch aufgefallen, auch im Herbst. Da kam gar keine Pflanze erst hoch. Schnecke war es auch nicht. Also Schnecke habe ich beobachtet. War es auch nicht, war nichts zu sehen. Schneckenfraß war einfach nicht zu finden. Da haben wir auch was gemacht, also Ränder. Und so haben wir gut bei Schnecken was gemacht. Beobachten, 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 beobachten. Ich würde aber sagen, ich halte weiter daran fest, Stripteral-Raps ist einfach ja, irgendwie so ein Kompromiss zwischen minimaler Bodenbearbeitung, aber auch ackerbaulich, pflanzenbaulich hat es dann doch Vorteile mit den Nährstoffen, die Einzelkornsaat. Das bringt den Raps auch konkurrenztechnisch einfach ein bisschen weiter voran, wenn da irgendwie so Gräser nebenbei hochkommen, das schockt den gar nicht so richtig, weil der einfach die Nährstoffe direkt unter der Wurzel platziert hat. Ich glaube, das ist einfach die sichere Variante. Direktsaat kann man sicherlich probieren, aber für mich für die Zukunft war es einfach erstmal ein Experiment. Vielleicht überrascht er mich mit 5 Tonnen. Ich gehe aber nicht davon aus. Und dann sehen wir weiter. Wirklich viele Mäuse, was ich hier sehe. Also das war letztes Jahr deutlich weniger. Müssen wir im Auge behalten, müssen wir auch direkt was gegen machen. Das darf jetzt gar nicht erst groß hochkommen. Ich meine, ein bisschen wird es natürlich auch besser aussehen, sobald die Gräser hier raus sind und der Raps sich natürlich geschlossen hat. Werden wir uns einfach angucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Soweit dazu. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, außer Totalherbizid fand hier gar keine Behandlung statt. Auch kein Fungizid, kein Insektizid, nix. Nix. Selbst wenn wir jetzt eine Gräserbehandlung im Herbst gemacht hätten, hätten wir da ja keine Pflanzen zurückgewonnen von. Wisst ihr? Jetzt, wenn wir jetzt sagen, ja, hättest du nicht schon im Gräser im Herbst, dann wären die Pflanzen besser gewesen. Die Pflanzen an sich sind ja gut, sind ja gut entwickelt. Aber da fehlen halt einfach Pflanzen. Und die Frage ist, das werde ich natürlich auch nachher sehen, sobald ich mit dem Fahrzeug darüber fahre, ist es nur hier vorne, weil wir hier, seht ihr ja so ein bisschen die Anhöhung. Hier ist so eine Anhöhung, hier ist so eine Sandkuppe. Setzt sich das auf ein ganzes Stück fort oder ist es einfach nur hier vorne? Ja, das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Soweit dazu, das war erstmal der Raps, Direktsaat nach der Novak, mit der Novak. Und ja, schreibt uns in die Kommentare, was wollt ihr als nächstes sehen. Als nächstes gucken wir uns Direktsaatweizen in den nächsten Folgen an. Dann haben wir noch die Gerste mit der Pronto. Und glaube ich, das ist erstmal das Interessanteste im Frühjahr, bevor wir dann mit dem Rest loslegen. Okay Leute, bis dann. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.